Karl Bartos gehörte zu Kraftwerk, als sich die Düsseldorfer Band in den 1970ern zu einem wegweisenden Kapitel der Musikgeschichte entwickelte. Elektropop made in Germany war wichtig und erfolgreich, weltweit. Heute macht Karl Bartos immer noch Musik, Begleitmusik zu einem anderen Kunstwegweiser deutscher Herkunft, dem über 100 Jahre alten Stummfilmklassiker Das Kabinett des Dr. Caligari. Und das hört sich dann so an. Der Film gilt als das erste Kunstwerk einer neuen Art. Für mich war die Aufgabe, wie mache ich Stille zu Kunst? Oder wenigstens versuche ich es, in diese Richtung zu gehen. Ein Schlafwandler, Jahrmarktsbuden, der zwielichtige Dr. Caligari erweckt seine Attraktion Cesare vor zahlreichen Zuschauern aus dem Schlaf. So beginnt der weltberühmte Film, der mit diversen Morden, dem expressionistischen Bühnenbild einer Liebesgeschichte und der verschachtelten, geheimnisvollen Storyline so viele Deutungen zulässt. Karl Bartos hat das avantgardistische Making des Films gereizt. In dem Kabinett des Dr. Caligari geht es nicht um den Fortschritt, sondern es ist ein Spiegel der menschlichen Psyche. Das heißt, er handelt davon, was im Inneren des Menschen ist. Die Schauspieler haben ihr Innerstes nach außen gekehrt und auch die Kulisse greift das auf. Und das mache ich mit meiner Musik auch. Also es ist ein rein psychologischer Film. Natürlich gab es auch 1920 eine Musik zum Film, aber sie ist nicht aufgezeichnet worden und so nicht mehr originalgetreu reproduzierbar. Spätere Filmvorführungen wurden in der Regel live am Klavier begleitet. Für die aufwendige 4K-Rekonstruktion des Films vor 10 Jahren gab es die Neueinspielung einer Kapelle von Musikstudenten. Darüber hinaus existieren Neuvertonungen, zum Beispiel des Bundesjazzorchesters oder auch des amerikanischen Multiinstrumentalisten John Zorn. Nun also Bartos. Zu der musikalischen Neuinterpretation sagt Fabio Quade von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die alle Rechte an dem Film verwaltet. Ich finde es grundsätzlich spannend, wenn jemand sozusagen über die Kunst seinen eigenen Blickwinkel auf so ein eigentlich sehr bekanntes und sehr durchdiskutiertes Kunstwerk nochmal darstellt. Ich finde, man kann daraus eigentlich nur einen neuen Impuls und eine neue Information ziehen. Quade bewertet die Neuvertonung von Karl Bartos erst gar nicht, sondern sieht einen höheren Sinn. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Filme aus unserem Bestand der Öffentlichkeit zugänglich sind und ich freue mich über so viel Publikum wie möglich. Das ist einfach immer eine schöne Sache, wenn unsere Filme irgendwo gezeigt werden, wenn die im Idealfall auch ein Publikum finden, was diese Filme vielleicht sonst nicht auf Anhieb gefunden hätte, finde ich sehr positiv. Verzerrte Bühnenbilder, ein frühes Fest der filmischen Möglichkeiten, verschachtelte Erzählstruktur, Hinterfragen der Wahrnehmung, verschiedene Realitäten. Der Film ist eine cineastische Kopfnuss. Fest steht, das Kabinett des Dr. Caligari ist ein Filmdenkmal. Dessen Qualität bestätigt sich auch 100 Jahre nach Erscheinen des Stummfilms. Karl Bartos hat durch ein recht zaghaftes Sounddesign mit Trippeln, Brabbeln, Lachen und Türquietschen und durch seine Musik einen Anlass kreiert, den Film mit neuen Augen oder aber überhaupt zu sehen. Der Musiker sonnt sich als Live-Musiker im Licht des Films, aber Bartos hebt mit seiner Popularität als Ex-Kraftwerker eben auch den Filmklassiker aus der Mottenkiste in die großen Konzerthäuser. Dahin, wo der Film immer schon hingehört hat. Frankfurt, Hamburg, Dresden, Berlin, München und zum Auftakt Alsdorf bei Aachen. Da ich auch aus Nordrhein-Westfalen komme, ist mir das natürlich auch eine große Freude, das da stattfinden zu lassen. Und wer mag, hört ein bisschen Kraftwerk raus.